Die Geschichte der Brasilianerin Flordelis dos Santos glich zunächst einem Märchen. Geboren in einer armen Familie und aufgewachsen in einem der kriminellsten Viertel von Rio de Janeiro, schaffte sie es, etwas aufzubauen, das viele als Imperium bezeichneten. Sie wurde zu einer einflussreichen spirituellen Führerin, machte Karriere in der Politik und im Showbusiness, erlangte internationale Bekanntheit und erhielt sogar den Spitznamen Mutter der Nation. Doch dieses Image brach über Nacht zusammen, als die dunkle Seite ihres Lebens ans Licht kam. Hinter der Fassade einer erfolgreichen und mächtigen Frau verbarg sich eine ganze Welt voller Finanzbetrug, chaotischer persönlicher Beziehungen, geplanter Gewalt und einer Gruppe von Bodyguards, die bereit waren, jeden Befehl ihrer Mutter auszuführen. Flordelis dos Santos de Souza wurde am 5. Februar 1961 in der Gemeinde Jacarezinho geboren, einem der ärmsten Viertel im Norden von Rio. Sie war das jüngste von 2 Kindern. Ihr Vater war ein kreativer Mensch, Künstler und Musiker, der mehrere Instrumente spielte. Doch trotz seiner Talente hatte die Familie immer wenig Geld. Ihre Mutter verdiente sich etwas dazu, indem sie auf die Kinder der Nachbarn aufpasste. Die Kindheit von Flordelis und ihrem älteren Bruder kann man kaum als unbeschwert bezeichnen. Sie lebten in einem Viertel, in dem Armut, Banditentum und Schwarzhandel herrschten. Die Favela umfasste 40 Hektar, das entspricht 50 Fußballfeldern, und beherbergte mehr als 65.000 Menschen. Ihr Haus war klein, baufällig und stand auf instabilem Boden. Sauberes Wasser und Kanalisation waren ein Luxus. Viele Bewohner wussten nicht einmal, was eine Wasserleitung ist. Aufgrund der unhygienischen Verhältnisse kam es ständig zu Infektionen. Die 70er Jahre waren besonders schwer. Arbeitslosigkeit, steigende Kriminalität. Aber die Einwohner hielten zusammen, halfen sich gegenseitig und forderten von den Behörden Schulen und Krankenhäuser. Leider verfiel alles, was gebaut wurde, schnell wieder. Es fehlte an Geld und Banden eroberten Gebiete. In diesen schwierigen Jahren half Flordelis ihrer Mutter mit den Kindern. Aber das Leben in Jacarezinho wurde immer gefährlicher. Genau zu dieser Zeit tauchten Missionare und Straßenprediger in den armen Vierteln auf, die das Wort Gottes und Hoffnung zu denen brachten, die fast keine mehr hatten. Für viele wurde der Glaube zur Rettung. Besonders starken Einfluss hatten die Pfingstler, charismatische Prediger, die Menschenmengen anzogen. Flordelis Eltern schlossen sich dieser Bewegung schnell an. Ihr Vater Francisco begann Gebetstreffen in seinem Haus abzuhalten, zu denen immer mehr Menschen kamen. Er glaubte, dass er nach seiner Taufe eine besondere spirituelle Gabe erhalten hatte. Flordelis selbst war seit ihrer Kindheit tiefgläubig. Sie glaubte nicht nur, sie war überzeugt, dass der Glaube heilen, Träume erfüllen und Schicksale verändern kann. Sie sang im Kirchenchor, und ihre stimmlichen Fähigkeiten hoben sie schnell von den anderen ab. Sie sang oft als Solistin. Nach und nach begann Flordelis, ihrem Vater folgend, selbst Gebetsversammlungen zu leiten. Bereits im Teenageralter erkannte sie ihre Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen. Sie zog die Menschen an, ihre Energie und Überzeugung faszinierten sie. Sie glaubte aufrichtig, dass sie diejenigen rettete, die sie zum Glauben führte, und fühlte, dass sie ihre Mission so weit wie möglich fortsetzen musste. Schon in der Schule begann Flordelis sich als auserwählt zu fühlen, als ob ihr eine besondere Mission übertragen worden wäre. Dieses Gefühl der Bestimmung spielte eine entscheidende Rolle in ihrem Schicksal. Bald wurde sie selbst Mentorin und Predigerin. Zerbrechlich und zierlich betrat sie ohne Angst die gefährlichsten Ecken des Viertels, wo Kriminalität und Handel mit verbotenen Substanzen herrschten. Ihre Reden über Glauben, Vergebung und Hoffnung ließen sogar hartgesottene Gangster zuhören. Nur wenige Menschen konnten so auf andere einwirken, aber Flordelis hatte die Gabe der Überzeugungskraft. Im Jahr 1975, als sie erst 14 Jahre alt war, geschah etwas Schreckliches. Ihr Vater und ihr älterer Bruder kamen bei einem Autounfall ums Leben. Nur sie und ihre Mutter Carmosa blieben zurück. Aber Flordelis brach nicht zusammen. Sie beschloss, dass dies eine Prüfung Gottes war, um ihren Glauben zu stärken. Bald überredete sie ihre Mutter, einen Raum für Gebetstreffen zu mieten. Schon damals erwachte in ihr die charismatische Führungskraft. Ihre Predigten waren inspirierend und die Zahl ihrer Anhänger wuchs. Mit 20 Jahren heiratete Flordelis. Über ihren ersten Ehemann ist wenig bekannt. Er war tiefgläubig. Sie lernten sich bei ihren Vorträgen kennen. Aus der Ehe gingen 3 Söhne hervor. Trotz der Armut in der Gemeinde schien die Familie stark zu sein. Aber mit 30 Jahren wurde Flordelis Witwe.
Allein mit ihren Kindern blieb sie wieder auf die Unterstützung ihrer Mutter angewiesen. Gemeinsam eröffneten sie einen Kindergarten in ihrem Haus und an den Wochenenden predigte Fleur-de-Lys weiter. Ihr Publikum wuchs, aber mit der Zeit wurde ihre Beziehung zu ihrer Gemeinde fast fanatisch. Der Fokus verlagerte sich. Jetzt sprach sie nicht mehr so sehr über Gott, sondern mehr über sich selbst, begann von Visionen und Gaben von oben zu erzählen. Sie behauptete, in ihren Träumen Botschaften von Gott zu empfangen. Sie prophezeite die Zukunft und bezeichnete sich selbst als Predigerin für verlorene Seelen. Vor dem Hintergrund der steigenden Kriminalität in Rio beschloss Fleur-de-Lys zu handeln. Mit einer Gruppe von Anhängern begab sie sich an die gefährlichsten Orte und überredete Gangster und Süchtige, den rechten Weg einzuschlagen. Besonders Teenager standen im Mittelpunkt ihrer Bemühungen, da sie glaubte, dass diese noch umerzogen werden könnten, und das gelang ihr auch. Sie gewann sie mit ihrer Aufrichtigkeit und mütterlichen Fürsorge für sich und erzählte Geschichten, wie sie Gangster davon überzeugt hatte, sie freizulassen, indem sie einfach ruhig blieb. Für viele wurde sie zu einer Prophetin. Es gab Gerüchte, dass sie von Gott selbst gesandt worden sei. Anfang der 90er Jahre eröffnete Fleur-de-Lys eine Art Jugendheim. Dort wurden die Jugendlichen mit Essen versorgt, erhielten ein Dach über dem Kopf und, was noch wichtiger war, das Gefühl einer Familie. Es schien eine ideale Geschichte zu sein, aber je mehr Macht und Einfluss sie erlangte, desto schrecklicher wurde ihre Schattenseite. Von außen sah alles edel aus. Fleur-de-Lys half Jugendlichen und ihr Ansehen in der Gesellschaft wuchs. Doch bald kamen die ersten Merkwürdigkeiten zum Vorschein. Es stellte sich heraus, dass längst nicht alle ihre Schützlinge Waisen oder Obdachlose waren. Viele waren einfach wegen Streitigkeiten mit ihren Eltern von zu Hause weggelaufen. Fleur-de-Lys stellte keine unnötigen Fragen. Ihre Türen standen allen offen. Formal adoptierte sie diese Kinder nicht, sondern ließ sie einfach bei sich wohnen. Die Behörden drückten lange Zeit ein Auge zu, obwohl die Situation mehr als verdächtig war. In ihrem Haus gab es keine Regeln. Man konnte kommen und gehen, wann man wollte, und so lange bleiben, wie man wollte. Die Gerüchte verbreiteten sich schnell. Bei Fleur-de-Lys gab es umsonst Essen und völlige Freiheit. Schließlich strömten Scharen von Jugendlichen zu ihr, was die Eltern, deren Kinder zu ihrer Retterin geflohen waren, sehr verärgerte. Aber für ihre Schützlinge blieb sie eine heilige Frau. Das Wichtigste war, dass ihre Schützlinge satt und zufrieden waren. Viele ließen sich unter ihrem Einfluss taufen und begannen zu glauben, dass sie ihre geistige Mutter sei. Mit der Zeit gab es in ihrem Haus keinen freien Platz mehr. Jugendliche aus allen Teilen von Rio strömten herbei. 1992 zog der 15-jährige Anderson Dukama, ein Junge aus einer problembelasteten Familie, bei ihr ein. Er wurde schnell zum Liebling der Familie. Fleur-de-Lys hob ihn von den anderen hervor. Er war groß, sportlich und gut aussehend. Alle dachten, er sei mit ihrer ältesten Tochter Simona zusammen. Sie sahen wie ein Paar aus. Aber es kam anders. Sobald Anderson 18 wurde, zogen er und Fleur-de-Lys zusammen, und ein Jahr später gaben sie ihre Beziehung offiziell bekannt. Der Altersunterschied betrug 16 Jahre. Es gab Gerüchte, dass ihre Beziehung bereits vor seiner Volljährigkeit begonnen hatte, aber sie äußerten sich nicht dazu. Trotz der Kritik schien das Paar glücklich zu sein. Sie predigten gemeinsam, gründeten ihre eigene Kirche und leiteten ein Waisenhaus, das Fleur-de-Lys noch vor ihrer Heirat gegründet hatte. Ein Jahr nach der Hochzeit ereignete sich ein seltsamer Vorfall. Eine Frau kam unter Tränen zu Fleur-de-Lys, warf ihr ein Neugeborenes vor die Füße und flehte sie um Hilfe an. Fleur-de-Lys nahm das Baby auf und ließ es später adoptieren. Bald darauf kehrte die Frau mit weiteren Müttern und einer Schar von Kindern zurück. Angeblich waren sie aufgrund der Unruhen in der Stadt ohne Betreuung geblieben. Trotz der beengten Verhältnisse nahm Fleur-de-Lys alle auf. Die Geschichte der Predigerin, die Kinder rettete, verbreitete sich in den Medien. Interviews, Fernsehsendungen, Artikel. Philanthropen spendeten Geld für ihr Heim. Bald sprach die ganze Welt von ihr, von Brasilien bis Europa. Aber je größer der Ruhm, desto genauer schauten die Behörden hin. Bald kam die Wahrheit ans Licht. Es stellte sich heraus, dass Fleur-de-Lys keinerlei gesetzliche Rechte an all diesen Jugendlichen hatte, die bei ihr zu Hause lebten. Außerdem hatte sie auch kein Geld für ihren Unterhalt. Die Kinder kamen und gingen, wann sie wollten, ohne jegliche Kontrolle. Viele hatten tatsächlich Familien, die nun forderten, Fleur-de-Lys wegen Freiheitsberaubung von Minderjährigen zu bestrafen. Es kam zu einem lautstarken Skandal. Die Behörden leiteten ein Strafverfahren ein.
Als Reaktion darauf sammelte Fleur-de-Lis schnell alle ihre Schützlinge ein und zog in eine andere Gemeinde. Aber das half nichts. Die Gerichtsverfahren gingen weiter. Fleur-de-Lis berief eine Pressekonferenz ein und erklärte, dass sie sich öffentlich rechtfertigen wolle. Die Journalisten drängten sich zu der Veranstaltung. Alle waren gespannt, was diese umstrittene Person zu sagen hatte. Bei der Veranstaltung erklärte sie, dass sie keine Angst vor dem Gericht habe und nichts Illegales getan habe. Sie versprach sich sogar an die UNO zu wenden, wenn es nötig sei. Ihre emotionale Rede rührte das Publikum erneut, und viele stellten sich auf ihre Seite. Nach diesem Skandal verlor Fleur-de-Lis nicht nur nicht an Einfluss, sondern wurde sogar noch beliebter. Sie erhielt die offizielle Erlaubnis, einen Teil der Jugendlichen zu betreuen. Geschäftsleute halfen ihr, ein riesiges Haus für mehr als 50 Personen zu kaufen. Eine ehemalige Garage wurde in einen Gebetsraum umgewandelt. Die häuslichen Dienste entwickelten sich schnell zu einem lukrativen Geschäft. Sie und ihr Mann führten den kirchlichen Zehntel ein, 10% des Einkommens der Gemeindemitglieder. Sponsoren und Wohltäter strömten herbei wie aus einem Füllhorn. Bald baute sie die erste vollwertige Kirche an der Stelle eines alten Straßenbahndepots. Nun versammelten sich täglich 5000 Menschen zu ihren Predigten. Aber ihr größter Trumpf war ihr Gesang. Ohne lange zu überlegen, startete Fleur-de-Lis eine Musikkarriere. 1998 veröffentlichte sie ihr Debütalbum. Insgesamt nahm sie 8 Studioalben und ein Live-Album auf. Im Jahr 2002 verlieh ihr der größte Fernsehsender Brasiliens Live den Titel Mutter der Nation für ihre Hilfe für benachteiligte Kinder. Danach drehten sie einen Dokumentarfilm mit prominenten Schauspielern. Der Film wurde auf einem internationalen Festival gezeigt und ihr Image wurde endgültig zum Kult. In der Politik hatte sie jedoch kein Glück. In den 2000er Jahren scheiterte sie zweimal bei Wahlen, zum Stadtrat und zum Bürgermeisteramt. Erst 2018 schaffte sie den Sprung in die Abgeordnetenkammer von Rio de Janeiro und erhielt parlamentarische Immunität. Zusammen mit Anderson eröffneten sie 8 Filialen ihrer Kirche und starteten eine Ladenkette mit ihren Porträts und motivierenden Zitaten. Die Einnahmen stiegen rasant. Bald zog das Paar in ein Eliteviertel von Rio. Sie kauften eine schicke Villa, ein Luxusauto und stellten Hausangestellte und Sicherheitspersonal ein. Obwohl Anderson 16 Jahre jünger war, schien ihre Ehe perfekt zu sein. Mit der Zeit wurde er ihr Manager und Buchhalter und begann dann selbst zu predigen. Aber je mehr Macht Anderson erlangte, desto weniger blieb Fleur-de-Lis. Es kam so weit, dass sie ohne die Zustimmung ihres Mannes keinen Cent ausgeben durfte. Anderson kontrollierte alle Finanzen und das machte sie wütend. Das Ehepaar entfernte sich voneinander, aber für eine so öffentliche Person wie Fleur-de-Lis hätte eine Scheidung den Ruin ihres Rufs bedeutet. Am 15. Juni 2019 organisierte Fleur-de-Lis ein romantisches Abendessen in der Hoffnung, die Beziehung zu retten. Sie verbrachten mehrere Stunden im Restaurant und spazierten bis zum Morgen am Wasser entlang. Ihren Angaben zufolge wurden sie auf dem Heimweg von 2 Männern auf Motorrädern verfolgt. Anderson versuchte, ihnen zu entkommen, schaffte es aber nicht. Zu Hause ging Fleur-de-Lis ins Haus, während Anderson das Auto in der Garage parkte. Es fielen Schüsse. Fleur-de-Lis stürzte nach draußen, aber einer ihrer Adoptivsöhne hielt sie mit den Worten zurück. Das solltest du besser nicht sehen. Anderson wurde aus nächster Nähe erschossen. Etwa 30 Kugeln. Der Tod trat sofort ein. Die Ermordung des Ehemanns der Mutter der Nation erschütterte das ganze Land. Titelseiten der Zeitungen, landesweite Resonanz. Viele kamen zu dem Schluss, dass Fleur-de-Lis selbst wegen ihrer politischen Aktivitäten das Ziel war. Sie organisierte einen Massengebetsgottesdienst zum Gedenken an ihren Mann. Tausende Menschen kamen, um sie zu unterstützen. Die Polizei untersuchte die Aufzeichnungen der Kameras und fand seltsame Details. Auf den Verkehrskameras waren keine Motorräder zu sehen. Die Kameras am Haus filmten die Garage nicht. Zu bequem, oder? Eine Kamera hat jedoch etwas Verdächtiges aufgezeichnet. 20 Minuten vor dem Mord fuhr ein Taxi vor dem Haus vor. Daraus stieg Lukas, der Adoptivsohn, ein ehemaliger kleiner Dealer illegaler Substanzen, der ins Haus rannte und in einem anderen Auto verschwand. Bei der Vernehmung brach Lukas zusammen und gestand, dass er Geld ins Haus gebracht hatte, offenbar aus seinen zwielichtigen Geschäften. Er erzählte, dass er eine Woche zuvor auf Wunsch eines anderen Sohnes, Flavio, eine Pistole gekauft hatte. Flavio verschwand nach dem Mord, wurde aber schnell gefunden. Weiter geht es noch schlimmer. Es stellte sich heraus, dass die Kinder im Haus nach einer strengen Hierarchie lebten.
Die Jüngeren gehorchten den Älteren, und alle zusammen gehorchten Flordelis. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, ihre Mutter um jeden Preis zu beschützen. Tatsächlich handelte es sich um eine persönliche Schutztruppe, die zu allem bereit war. Die Ermittlungen ergaben, dass der Plan, Anderson zu beseitigen, fast ein Jahr lang gereift war. 6 Versuche, ihn zu vergiften, schlugen fehl. Dann gab Flordelis persönlich den Befehl, die Taktik zu ändern. Bei der Vernehmung leugnete sie natürlich alles und schob die Schuld auf ihre Söhne. Sie behauptete, Anderson habe sie betrogen, sie hätten Korrespondenz auf seinem Telefon gefunden und Selbstjustiz geübt, aber die Aussagen der Söhne waren eindeutig und übereinstimmend. Sie war schuldig. Auch andere dunkle Details kamen ans Licht. Flordelis hatte intime Beziehungen zu mehreren erwachsenen Adoptivsöhnen. Anderson behinderte ihre Freiheit. 6 Söhne wurden wegen Anstiftung zum Mord verhaftet, aber Flordelis selbst konnte nicht festgenommen werden. Abgeordnetenimmunität. Die Öffentlichkeit war empört, Anhänger wandten sich ab. Das Kirchenimperium brach zusammen. Erst 2021 wurde ihr die Immunität entzogen. Im November 2022 verurteilte das Gericht Flordelis zu 50 Jahren Haft, was faktisch einer lebenslangen Freiheitsstrafe entspricht. Der Mörder Flavio erhielt 33 Jahre, Lukas, der die Waffe besorgt hatte, 7 Jahre. So endete die Geschichte einer Frau, die sich aus der Armut heraus bis an die Spitze der Macht hochgearbeitet hatte und schließlich an ihrer eigenen Habsucht und Grausamkeit scheiterte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.